Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Und das Thema beschäftigt mich auch. Ja, so ist es nicht so, dass ich ein Profi bin da drin. Das bewegt mein Herz und sogar noch stärker dieses Jahr. Weil wir haben gesagt, da ist ein Prinzip Gottes, die wir nicht ändern können in unser Leben. Auch wenn du sagst, Gott, du hast einen anderen Vorschlag, hört nicht auf dich, weil das ist ein Prinzip. Ja? Auch wenn du sagst, mir passt das gar nicht, er sagt, sorry, das ist mein Prinzip. Und dieses Prinzip ist, bevor etwas was Gott tut, er spricht. Gott wird immer erstmal sprechen, bevor er handelt. Das ist ein Prinzip, die wir in der Bibel ständig so lesen. Okay, das heißt sogar, wenn du die Bibel liest, ja, von Anfang, da steht am Anfang, schuf Gott. Und was tat er? Er sprach. Und dann Dinge sind entstanden. Johannes hat versucht mal, Jesus zu beschreiben, was Jesus tat. Und er sagte, Jesus ist das Wort. Bevor er überhaupt ein Volk gewählt hat, ja, durch Abraham, was tat er? Er sprach zu Abraham und sagte, komm, raus aus wo du bist, ich habe was vor mit dir. Und jetzt, wir reden über Juden und. Es hat begonnen, weil Gott sprach. Deswegen ist es komisch, wenn wir keinen Bock haben, die Bibel zu lesen. Verstehst du, ja? So manchmal wir denken, ist nicht so wichtig. Aber wir wollen sein Handeln. Ja, er soll was machen für mich, ja. Aber bevor Gott macht, was tut? Er spricht. Und das brachte mich zu diesem Thema Verheißungen und Versorgung. Verheißungen sind Worte, die Gott ausspricht. Dinge, die wir manchmal in einem Predigt hören und wir wissen, das ist für mich. Und das heißt nicht, dass wir sofort das erleben werden. Für Leute, die letzte Woche da waren, ihr habt diese Mikrowelle Ping gehört, ne? Aha, sagt mit mir Ping, Ping, genau. Man schiebt etwas in der Mikrowelle und man wartet. Wieso ist die Mikrowelle viel zu lang, ja? Ping! Und manchmal, und wir denken, wenn Gott etwas spricht, dann Ping! Es muss schnell wie möglich sein. Und wir Leute, die lange mit Jesus unterwegs sind, mal ehrlich, wir wissen, es dauert. Aber in unser Hinterbewusstsein, wir haben keine Geduld. Obwohl wir das vom Kopf her wissen, dass Gott macht das, wenn er will, in uns drin, wir haben diese Mikrowelle denken. Hallo? Ja? Und deswegen zwischen der Verheißung und seiner Versorgung ist eine riesige Loch. Und dieses Loch ist manchmal lang, manchmal dieses Loch ist umkämpft, manchmal wir denken, wir haben keinen Bock drauf. Eigentlich, wir wollen gerne, dass der Versorgung genau hier ist. Nur 1 Meter von seiner Verheißung. Nur eine Woche, pam, Gott hat das gemacht. Nur ein Tag, pam, Gott hat das gemacht. Und manchmal ist Jahre. Und wenn wir ehrlich sind, Freunde, unsere Herausforderung als Christen ist es nicht, weil wir Verheißungen nicht hören. Es ist der Prozess hier zwischen. Weißt du, was mich in der Versorgung Gottes bringt? Es ist nicht, ich bin da und ich bin kaputt, sondern ich bin da und ich habe immer noch weite Arme. Und das hängt damit ab, wie wir diesen Prozess durchgehen. Und deswegen, letzte Woche sprach ich mit euch über 3 Sachen. Und ich habe euch gesagt, seine Verheißung in uns zu haben, wir sollen erträumen können, was seine Verheißung ist. Das heißt, er gibt uns ein Wort, start dreaming. Was heißt dieses Wort für mich? Okay, ja, paint it, ja, träume. Und ich habe euch herausgefordert, in der Woche eure Verheißung vielleicht aufzuschreiben und das zu erträumen. Was bedeutet das, wenn Gott sagt, du hast alle Kraft von mir bekommen? Ich habe dir alle Gaben bekommen. Was bedeutet das? Fängt an, das zu träumen. Wenn Gott sagt, hey, du bist Licht dieser Welt, fängt an, das zu erträumen. Was kann das bedeuten für mein Leben? Aber das hängt nicht nur von der Traum, sondern um das zu implementieren, wir brauchen Gebet. Und wir beten diese Verheißung. Wieso? Der Moment, wo du das Gebet aussprichst zu dieser Verheißung, dein Herz wird vorbereitet im Glauben, das zu empfangen.
Und wir haben gesagt, es ist wie eine Schwangerschaft. Der Moment, wo du anfängst zu sagen, dein ganzes Sein ordnet sich ein, Mama und ein Eltern zu sein. So bete seine Verheißung. Und das Dritte, was wir gesagt haben, ist, dass wir wollen das praktizieren. Wir wollen das ausleben. Und es ist nicht der große Schritt, die ganze Welt zu erreichen, sondern it starts small. Ein praktischer Schritt für die Woche. So, das war letzte Woche. Ready für heute? Ich hatte letzte Woche über Verheißung gesprochen, wie wir das so behalten kann und da drin bleiben kann. Und eigentlich, es sollte dahin gehen. Aber ich habe euch gesagt, da ist ein. Und deswegen will ich mit euch über, was machst du, wenn du in diesem Weg bist? Was machst du zwischen der Verheißung, was du gehört hast, was du glaubst, Gott tun kann, und der Versorgung? Okay. Es war eine kleine Story von mir und dann gehe ich dann rein. Ich hatte eine Sportverletzung gehabt in den letzten Jahren und ja, also wenn man diese Verletzung hat, dann geht man zu einer gewissen Reha und man massiert ein bisschen und man drückt an die Muskeln und man sagt, das ist fest und. Und ich dachte, das nervt mich alles. Und dann habe ich dann einen Trainer kennengelernt und er hat das hier rausgeholt. Einige kennen das, ja? Und ich kannte das auch. Ich habe das auch zu Hause. Und er sagte, benutzt du sowas? Ja. Nein, das wusste ich nicht. Das steht irgendwo. Ja? Ich benutze das nur ab und zu. Aber er sagte, ja, ich benutze das. Und er packte das zur Seite. Und er nahm was anderes. Aha. Einige haben das noch nie gesehen. Das druckt man in feste Muskeln hinein. Nur das tut weh. Deswegen macht man das nicht jeden Tag, oder? Ja, wer benutzt sowas? So, jeden Tag? Ja, ab und zu? Ja. Und ihr kennt diese Muskeln, ja, besonders an der Seite, ja, die sind verklebt und die tun richtig weh, wenn man das. Leute, das hier ist noch 10-mal schlimmer. Und dann holt er das daraus und ich habe gemerkt, es wurde immer kleiner. Und dann hat er dann gesagt, hey, du musst dann ein Base haben. Und diese Base, das Ding kommt da rein und dann kannst du darauf liegen. So habe ich gedacht, ja. Und das war so schmerzhaft, weil, weißt du, wo er das gemacht hat? Genau zwischen meinen Leiste hier drin. Und dann hat er gesagt, ich will dir das vorher sagen, es wird wehtun. Und ich sagte, ja, come on, weißt du so, ich bin ein Sportler, ich kenne das mit Schmerz. So lag ich da. Und er druckte da rein. Und ich dachte, das ist unverdient. Ich will das gar nicht. Ist nur ein kleiner Schmerz, aber jetzt er verursacht noch mehr Schmerz. Was soll denn das? Aber das bringt mich zu diesem Punkt. Hier zwischen der Verheißung und seiner Versorgung, es fühlt sich manchmal schmerzhaft an. Es tut weh. Und manchmal, dieser Schmerz hat nichts mit, wo wir wohnen, zu tun. Ich will nur schmerzfrei sein und nicht mehr Schmerz haben. Ich will gerne, dass du mein Gebet antwortest und nicht, dass ich hier stehe und immer noch Zweifel habe. Es ist noch mehr Schmerzen. Und manchmal unser Traum von der Zukunft, was Gott tun will, hindert uns zu sehen, was er tun kann und jetzt tut in uns. Und ich merke, diese kleineren Schritte, die ich gehen musste mit diesem Trainer, und ich musste jede Woche dahin. Was heißt musste? Ich habe mich entschieden. Ich liebe den Schmerz. Komm, bring it on. Nein, das war immer wieder eine Entscheidung. Wieso? Ich habe das kapiert. Um gesund zu werden in meinem Rücken, er muss etwas lösen.
Freunde, einige von uns träumen von einem gesunden geistliches Leben und Gott will was lösen. Einige geistliche Muskeln sind noch verklebt. Wir haben Dinge gehört und geglaubt und die hindern uns, die Gnade Gottes zu erfahren. Wir hören über Jüngerschaft, wir packen das sofort in eine Schublade. Gott will da rein. Wir hören über die Gnade Gottes, wir denken, ja, das kenne ich schon. Und ich merke, seine Versorgung ist nicht nur unser Traum zu erfüllen, sondern seine Versorgung ist tiefere Muskeln zu haben. Seine Versorgung ist nicht, dass du dahin stehst als eine, ja, ich bin stark genug, sondern jemand, der stark von innen ist. Und Gott ist so interessiert, nicht an wie du geistlich von außen siehst, sondern wie du geistlich von innen bist. Und deswegen, er ruft uns nach und er sagt, come on. Come on. Und ich weiß manchmal, wenn Gott uns so ruft, zu sagen, hey, komm, dann er benutzt Leute. Er benutzt Menschen an unserer Seite. Manchmal er benutzt Leiter, die sagen, hey, wie du denkst, ist nicht richtig. Und wir merken, das tut weh. Und was machen wir? Wir gehen. Dieser Leiter ist ein bisschen komisch, weißt du? Er ist durchgedreht manchmal. Ja? Er betet nicht, bevor er mit mir redet. Gott benutzt Menschen an unserer Seite, um manchmal Sachen reinzudrücken. Man nennt das Triggerpunkt. Jeder von uns hat Triggerpunkte. Aber Triggerpunkte, die uns manchmal auf einem sauer macht. Weißt du, wenn dein Partner das kennt, dann dein Partner weiß genau, sie wird gleich sauer. So, ich kenne das bei Josie, weil ich weiß, wo ihre Triggerpunkte sind. Ne? Und sie weiß genau, wo meine Triggerpunkte sind. Ja, ist nicht alles geheiligt. Aber wenn man das weiß, dann man weiß genau, ich kann mal reinbohren jetzt, und da kommt was. Aber was ein Triggerpunkt wirklich bewahrt, ist, wenn da Vertrauen da ist. So, zu diesem Trainer habe ich ein Vertrauen aufgebaut. Und deswegen ging zu ihm immer und immer und immer wieder und er druckte da rein. Gott will gerne, dass du Vertrauen zu ihm aufbaust. Freunde, wenn du dieses Vertrauen nicht zu Gott hast, das ist die Basis, dass er dir manchmal Sachen in deinen Weg bringen kann und er weiß genau, du läufst nicht weg, sondern du kommst wieder, weil obwohl das schmerzhaft ist, du weißt genau, das ist gut. Vertrauen. Das war die erste Gedanke. Seid ihr noch da am Start? Und wir lesen von der Bibelstelle, was wir letztens mal hatten, ich werde jetzt rangehen, über das Volk Gottes, die jetzt frei gerufen worden sind aus Ägypten und die waren in die Wüste und die wollten einfach einen Weg durch das Meer haben und die haben gesehen, wie 600 Soldaten hinter denen kamen und die haben zu Mose geschrien und gesagt, hey Mose, was sollen wir machen? Wir müssen vorangehen und guck mal, das ist eine mehr unmögliche Situation und die wussten nicht, dass die manchmal Triggerpunkte waren. Und wenn man das liest, wir lesen das kurz mal nochmal, wenn ihr das habt. Die haben gesagt, konnten wir nicht in Ägypten sterben? Haben wir nicht genug Gräber in Ägypten? Weil die wussten schon von ihren Triggerpunkten und die wussten genau, hey, die einzige Person, die wir geglaubt haben, ist Sklaverei und nicht der Gott, den wir kennen. Eine Person, der bei Jesus war, Petrus, sagte selbst in Petrus 4 und Vers 12, mein liebe Freunde, erschreckt euch nicht über schmerzhafte Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wäre die was? Wer liebt es, erschreckt zu werden? Nein, keiner. Ja, so. Aber ich weiß nicht, wieso wir Geld zahlen, um sowas so manchmal zu erleben, ja, es geschreckt zu werden. Okay, das ist ein anderes Thema.
Aber wir lieben das nicht. Wieso? Weil wir denken, nee, das ist unerwartet. Das ist, was geht denn hier ab? Und Petrus, der lange mit Jesus unterwegs war, er sagte, hey, es ist normal. Ist normal. Er redete hier nicht von schönen Zeiten, sondern schmerzhaftige Prüfungen. Deswegen will ich euch ein Prinzip sagen für euer Leben selbst. Erwarte es. Erwarte es. Ja, ist immer noch eine gute Nachricht, das zu erwarten. Wieso? Wenn du das erwartest, du wirst nicht erschreckt werden davon. Wenn du weißt genau, hey, das wird heftig. Es konnte herausfordernd sein. Es konnte so sein, dass Gott mich verändern werde. Dann erwarte es. Erwarte es und sag, hey Gott, bring it in. Wenn du mein Trainer bist, ich will das. Ich will das. Erwarte es. Zweiter Gedanken. Es könnte wie ein Training sein. So, von hier bis da könnte wie ein Training sein für uns. Wieso? Weil manchmal wir haben unsere Vorstellung, wie ein Training läuft. So ich als Fitnesscoach, Leute haben eine Vorstellung, wie ein Training laufen soll. Und nach 5 bis 10 Minuten, die sagen, nein, das haben wir nicht so vorgestellt. Und ich sagte, ich habe das so vorgestellt, weil ich weiß genau, was du brauchst. Kann das sein, dass Gott manchmal andere Sachen vorgestellt hat, um uns zu trainieren, als was wir manchmal denken, was wir brauchen? Manchmal wir denken eigentlich in unsere Erfahrungen hinein. Und wir denken, weil ich das erlebt habe, weil ich das kenne, weil das und das, diese Person das mit mir gemacht hat. Deswegen, hey, ich erwarte, dass du mich so trainierst. Und Gott sagt, no, nicht mit mir. Ich habe was anderes vor. Und manchmal, das sind Muskeln, die du stärken sollst, aber manchmal, das sind Muskeln, die du strecken musst. Es könnte wie ein Training sein. Und der dritte, so der Bibelstelle, Römer 5, ihr könnt das aufschreiben, 5 und Römer war von Paulus geschrieben und er hat sehr viel gelitten, ja, ist heftig, dass er sowas dann geschrieben hat. Und er sagte, das ist Form von Training, kommt in uns eine innerliche Stärke. Ja, und das ist, was Gott will, wenn er uns trainiert. Der dritte Gedanke, die er vorhat zwischen der Verheißung und der Versorgung, ist, er will das benutzen, was du schon hast. Lass mich kurz mal diesen Punkt erklären. So, wenn wir eine Verheißung haben, dann manchmal wir wissen, das wird noch kommen, was Gott versprochen hat. Wenn Gott sagt, ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich, dann wir denken, ja, dieser Plan wird irgendwann kommen, wenn ich 60, 80 Jahre alt bin. Nein, hoffe ich nicht. Aber wir hoffen, dass das so kommen wird. Aber diese Hoffnung in der Zukunft, wir verlieren, durch die Hoffnung in der Zukunft, wir verlieren unseren Blick für was wir jetzt haben. Und wir denken, was wir noch brauchen, wird noch später kommen. Das heißt, manchmal, wir haben etwas in der Hand, aber wir denken, es ist nichts im Vergleich zu was ich eigentlich will und brauche. Wisst ihr noch, ich habe euch gesagt, der Trainer hat mich gefragt, hast du das zu Hause? Ja, ja, ja. Und das war immer bei mir. Das war da. Hast du die Verheißung Gottes bekommen? Ja, es war immer da. Aber manchmal wir denken, aber da muss was anderes kommen. Und Gott will uns erstmal zeigen, hey, ich habe dir erstmal was gegeben. Und der Moment, wo du das benutzt, du drückst Vertrauen in mir aus. Freunde, deswegen hat er Mose gesagt, in 2. Buch Mose, das 14 und 15, er sagte, strecke dein Stab aus und der Meer wird sich teilen. Eigentlich, Gott könnte das machen ohne Mose. Mal ehrlich. Mal ehrlich. Er braucht nicht irgendwas für die Schafe, um den Meer zu teilen. Er braucht das gar nicht. Aber es zeigt uns wieder wie er denkt. Wie er denkt. Freunde, lass uns mal reinkommen in wie Gott denkt.
Weißt du, Gott wird nicht Sachen einfach machen für uns. Er ist gut, er macht das. Aber manchmal, er will uns herausfordern, das zu nutzen, was wir schon haben. Weil das ist der Punkt, wo wir ihm vertrauen müssen. Weil Mose wusste genau, dieser Stab in meinen Hand ist für Schafe. Und es ist kein Sturm für es mir. Aber indem dass er das machte, er drückte ein Vertrauen aus in Gott. Von die 3 Gedanken bewegen mein Herz von der Verheißung zu sein Versorgung. Ich weiß, ich muss das erwarten. Es ist manchmal nicht schön. Es tut manchmal weh, wenn Gott Wahrheiten in mein Leben hineinspricht. Es tut manchmal weh, wenn jemand mich zurechtweist. Ich denke, hey, wer bist du denn? Aber ich muss zuhören. Wieso? Gott will mich hier hinbringen, gesund in mein innerlicher Körper, in mein innerlicher Geist gesund zu sein. Und deswegen will ich gerne mit euch beten. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du große Träume hast für uns. Und Herr, wir merken manchmal, wir lesen die Bibel und wir merken, wie unsere Triggerpunkte sind. Und wir können ständig davon laufen und sagen, hey, es ist alles gut, Halleluja, praise God. Aber du willst uns nicht nur versorgen mit was wir brauchen, du willst uns versorgen als ein Licht und Salz von dieser Welt. Du willst uns so versorgen, dass wir ein Segen sein können für andere Menschen. Und manchmal unser Traum ist nur manchmal egoistisch. Wir denken nur an uns und was wir bekommen können und was uns glücklicher machen kann. Aber du hast einen größeren Traum für mein Leben, für unser Leben, für jeden Namen, der hier ist. Und deswegen heute Nachmittag, obwohl wir manchmal das Schmerz nicht lieben, obwohl wir manchmal die Korrektur nicht lieben, obwohl wir manchmal merken, hey, wir wollen nicht mehr dahin, hey, wir wollen immer noch kommen zu dir. Hey, vielleicht Gott spricht gerade zu dir und du weißt genau, hey, das sind Dinge, die du gehört hast und du schiebst das ganz weit weg. Hey, du darfst der Person vergeben. Hey, du darfst geben. Du darfst deine Zeit investieren. Und jeder von solchen Sätzen, die du hörst, es tut manchmal weh, weil du denkst, oh, wie kann ich? Nein. Vielleicht heute Nachmittag kannst du Gott eine Antwort geben. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Einige von uns haben in unser Unterbewusstsein Gott schon gesagt, wie er uns trainieren soll und was wir von ihm brauchen, was er zu machen hat für uns. Wir wissen, dass er das immer anders macht, aber unser Gedanken ist schon da und das ist groß als Gottes Gedanken. Dein Traum, wie Gott arbeiten soll, ist manchmal viel, viel größer, als was Gott eigentlich tun will. Hey Freunde, wie lange sollen wir ihm aufhalten, dieser gute Trainer für dein Leben zu sein, für dein geistliches Leben zu sein? Vielleicht auch da willst du das ausdrücken zu Gott, im Gebet.